Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Nach langer Pause bin ich endlich wieder zurück. Wir waren natürlich in den Sommerferien mit den Kindern in Schweden, große Schwedentour. Wer möchte, kann sich das gerne auf Instagram in meinen Highlights mal anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Ich hoffe, dass ich eines Tages noch mal dazu kommen werde, auch unsere Reisevideos weiterzumachen. Momentan klappt das leider nicht, aber vielleicht, wer weiß, eines Tages geht es auch dort auf dem Reisekanal dann weiter. Heute zeige ich euch zum Einstieg in die neue Videoserie und zum Einstieg in den Herbst einen klassischen Apfelkuchen, und zwar eine Elsässer Apfeltorte. Ja, und diese Torte ist schon seit 2013 auf meinem Blog als Rezept verzeichnet. Und jetzt habe ich mir gedacht, meine Güte, die mache ich so oft. Jedes Jahr muss sie bei uns mindestens einmal auf dem Tisch stehen. Deswegen muss ich sie euch auch mal im Video zeigen. Und ja, es ist ein fantastischer Kuchen, schmeckt super, super lecker. Gerade lauwarm noch mit einem Klacks frischer Sahne, einfach perfekt. Und er besteht natürlich aus einem schönen Rührteig, den säuerlichen Äpfeln und einem wunderbaren Rahmguss. Und obenauf gibt es dann noch zur Krönung Mandelblättchen und wer mag, noch ein paar extra Rosinen. Ja, wir starten gleich mit der Zubereitung unseres Rührteigs und wie immer führe ich euch dann Schritt für Schritt durch das Rezept. Hier habe ich nun meine 26 cm Springform schon gefettet und bemehlt und wir starten gleich mit Butter und Zucker, die wir zusammen schaumig schlagen. Das gerade mal wegstellen. Ich gebe 100 Gramm weiche Butter in meine Schüssel. Die sollte wirklich gut zimmerwarm sein, also holt sie euch, so wie alle anderen Zutaten auch, eine Stunde mindestens vorher aus dem Kühlschrank. Dazu gebe ich 100 Gramm Feinzucker in diesem Fall. Ihr könnt auch normalen Zucker nehmen, aber der Feinzucker löst sich einfach besser auf. Und diese beiden schlagen wir jetzt erstmal zusammen schaumig. Butter und Zucker sollten wirklich so lange miteinander verrührt werden, deswegen auch Rührteig, dass die Butter so ein bisschen weißlicher wird, dass das Ganze sich gut verbindet, das ist ganz wichtig. Und jetzt können wir die Eier nach und nach hinzufügen, und zwar 3 mittelgroße zimmerwarme Eier nach und nach dazu. Erstmal das eine. Natürlich zwischendurch mal runterkratzen, ganz wichtig. Und das dritte Ei hinzu. Und jetzt das Ganze wirklich noch mal richtig schön aufschlagen. Sehr schön, die Masse ist schön miteinander verrührt, zwischendurch gerne mal runterkratzen natürlich. Und jetzt können wir uns einfach die 200 Gramm Mehl, den gestrichenen Teelöffel Backpulver und die Prise Salz vermischen und dann hier drüber geben und gerade noch kurz unterrühren. Also 200 Gramm Mehl, Typ 405, wie immer, in eine Schüssel geben, die Prise Salz hinzugeben und den gestrichenen Teelöffel Backpulver. Das Ganze schön miteinander vermischen. Erstens wird das Mehl dann luftiger, zweitens verteilt sich das Backpulver besser, das Salz ebenso. So haben wir eine schöne Mischung, dass nicht das Backpulver an einer Seite hockt am Ende und der Teig nicht richtig aufgeht. Sehr schön. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich gebe etwas Zitronenschale hinzu von einer Bio-Zitrone. Einfach gerade dazu reiben. Muss man nicht machen, aber ich finde, es passt schön zu dem Apfelkuchen. Ungefähr die Hälfte der Zitrone. Und den Saft der Zitrone brauchen wir nachher, um die Äpfel zu beträufeln, dass sie uns nicht braun werden. Und wenn ihr so eine teure Zitrone habt, dann reibt euch auch die andere Seite noch ab. Und die andere Seite könnt ihr dann einfach auf ein Tellerchen geben und trocknen. Dann habt ihr immer geriebene Zitrone daheim. Wunderbar. Das gerade auch noch schön verteilen. Haben wir ein Zitronenmehl. Das kann man natürlich auch in die Eierzuckermasse geben, ganz egal. Wer mag, kann natürlich auch noch etwas Vanille hinzugeben. Wie ihr wollt, wie ihr das am liebsten habt, könnt ihr da so ein bisschen variieren, gar kein Problem. Schuss Rum zum Beispiel wäre auch noch möglich. Ja, und jetzt geben wir uns das Mehl einfach hier drüber. Ihr könnt es sieben, ihr könnt es aber auch so reingeben. Das ist jetzt nicht so dramatisch, nicht wie beim Biskuit.
Und jetzt einfach gerade unterheben, am besten mit ausgeschalteten Rührern. Wir wollen das Mehl nicht zu sehr rühren, damit der Teig möglichst fluffig bleibt. Kurz anschalten vielleicht. Das reicht auch schon. Und wenn der Teig euch zu dick erscheint, dann gerne noch einen Esslöffel Milch hinzugeben oder etwas Rum, wie gesagt, oder was auch immer ihr an Aroma gerne noch in eurem Apfelkuchen drin haben möchtet. Gerade noch hier runterkratzen und schauen, dass dass alles Mehl untergearbeitet ist. Und dann, wenn der Teig reißend vom Löffel fällt, reißend auf jeden Fall, dann ist er richtig und wir können ihn in unsere Form geben. Super, der Teig kann nun schon in die Form gegeben werden. Duftet super lecker. So, und natürlich streichen wir uns den Teig schön glatt. Und hier kommen dann nachher unsere wunderbaren säuerlichen Äpfel drauf. Und die sinken dann so ein bisschen ein in den Teig. Und das wird mega, mega lecker. Ich liebe diesen Kuchen einfach. Der ist wahnsinnig toll. Ist der beste Elsässer Apfel, den ich kenne. Schön bis zum Rand verstreichen und dann so ein bisschen glatt streichen. Aber macht euch da nicht allzu viel Mühe. Das ist ja ein ländlicher Kuchen. Da muss das nicht alles so perfekt sein. Dafür schmeckt er dann umso besser. So, wunderschön. Den stellen wir uns jetzt gerade erstmal beiseite und heizen in der Zeit den Ofen vor auf 175 Grad Ober-Unterhitze und bereiten uns unsere Äpfel vor, die wir dann einfach hier gerade reindrücken. So, ich habe jetzt hier 4 große säuerliche Äpfel. Das sind ungefähr etwas über 1000 Gramm und wir benötigen nachher ungefähr 700 Gramm für den Belag. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel ihr da haben wollt, aber nehmt nicht zu wenig und nehmt auch unbedingt säuerliche Äpfel, so wie Boskop zum Beispiel. Ich habe jetzt hier Boskop-Äpfel, das richtig gut schmeckt. Davon hängt alles ab bei diesem Rezept. Wenn ihr süße Äpfel nehmt, dann schmeckt der Kuchen nicht ganz so gut. Die Äpfel gerade alle schälen. Dann vierteln. Natürlich das Kerngehäuse entfernen. Eventuell braune Stellen natürlich rausschneiden. Und jetzt können wir sie entweder längs oder quer mehrfach einschneiden. Ich schneide sie jetzt mal längs ein. Nicht ganz einschneiden, sondern einfach nur, dass so ein Spalt entsteht. Und ganz wichtig, jetzt geben wir sie uns in eine Schüssel mit Zitronenwasser oder beträufeln einfach die Oberfläche direkt mit Zitrone, damit unsere Äpfel nicht braun werden. Gerade jeden Apfel so ein bisschen beträufeln, dass er einfach noch schön bleibt, bis wir den Kuchen dann fertig haben. Wieder einschneiden. Der Vorteil des Einschneidens ist, die Äpfel backen dann einfach schneller durch, nehmen den Zitronensaft schön auf und werden auch innen dann gar. Wunderbar, die Äpfel sind fertig und wir können sie schon in unseren Teig hineindrücken. Es kann auch sein, dass ihr nur 3 Äpfel benötigt natürlich. Das hängt von der Größe der Äpfel ab. So, im Hintergrund ist mein Ofen auch schon fast vorgeheizt. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier unsere Äpfel schön hineindrücken. Schön in den Teig drücken, dass sie ein bisschen Stand haben, ein bisschen Halt haben. Und wirklich eng aneinander. Denn dieser Kuchen soll ja besonders schön nach säuerlichem Apfel schmecken. Und ich habe jetzt tatsächlich nur 3 Äpfel gebraucht. Meine waren aber auch riesig groß. Müsst ihr schauen. Normalerweise habe ich kleinere aus dem Garten direkt. So, schön festdrücken. So, und was ich jetzt noch gerne mache, und das könnt ihr natürlich auch weglassen, ich gebe noch etwas Korinthen hier in die Zwischenräume. Das ist einfach für den Geschmack fantastisch. Wer das nicht mag, kann es einfach weglassen. Oder man kann auch Rosinen verwenden.
Einfach so ein bisschen da reindrücken. Sieht erstens wunderschön aus, wird aber gleich auch noch von dem Guss bedeckt und gibt einfach nochmal extra viel Geschmack. Passt auch sehr gut zu den Äpfeln. Ich gebe immer so 3 kleine Korinthen in den Zwischenraum. Sieht schon mal toll aus, finde ich. Jetzt darf der Kuchen schon mal vorbacken. 20 Minuten im auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizten Ofen in die Mitte des Backofens schieben und in der Zeit können wir uns den Guss vorbereiten. So, und die Zutaten für den Guss, die werden gerade einfach verrührt. Das sind 3 mittelgroße Eier, 100 Gramm Zucker und 120 Gramm Sahne. Wer mag, kann natürlich auch hier noch Gewürze hinzufügen, zum Beispiel Zimt oder Vanille oder was auch immer ihr gerne hättet zu euren Äpfeln dazu. Gerade verrühren. So, und ich gebe jetzt tatsächlich noch etwas Vanilleextrakt hinzu, Vanillepaste, etwas Zimt natürlich, ein ganz bisschen. So, verrührt das noch mit rein. Wie gesagt, das ist optional, müsst ihr nicht machen, aber ich finde, dann wird es noch leckerer. Ruhig etwas länger miteinander verrühren, dass sich wirklich der Zucker auch schön auflöst. Und das geben wir jetzt gleich über unseren vorgebackenen Boden. Und dann, wenn die Oberfläche so ein bisschen gestockt ist, können wir den Kuchen noch mal rausnehmen und ihn mit gehobelten Mandeln bestreuen. So, der Kuchen ist wunderschön vorgebacken. Jetzt geben wir uns den angerührten Guss einfach darüber. Ruhig schön über die Äpfel auch gießen. So. Und wer mag, kann jetzt entweder jetzt schon die Mandeln oben aufgeben, wer möchte, oder erst nachher, damit sie nicht so einsinken. Das gibt dem Apfel nochmal eine schöne mandelige Note und eine schöne Optik. Jetzt muss der Kuchen wieder in den Ofen und darf nun für 35 Minuten fertig backen. Und wie gesagt, wenn ihr die Mandeln noch deutlicher oben auf der Oberfläche haben wollt, dass sie so richtig schön braun werden, dann am besten nach 5 bis 10 Minuten Backzeit nochmal rausnehmen, die Mandeln aufgeben, denn dann ist die Oberfläche gestockt und dann bleiben sie eher oben auf. Vorsichtig wieder in den Ofen geben. Ja, und während jetzt unser wunderbarer Apfelkuchen fertig backt, räume ich mir immer schon die Küche auf und richte den Kaffeetisch her, denn am besten schmeckt dieser Kuchen einfach noch lauwarm. Dann ist alles schon fertig. Wenn der Kuchen aus dem Ofen kommt, dann kühlt er noch ein bisschen ab, dann schlage ich noch die Sahne und dann können wir ihn auch schon gemeinsam probieren. Und so fantastisch sieht unser Apfelkuchen, unser Elsässer Apfelkuchen nach der Backzeit aus. Ihr seht, alles ist wunderschön goldbraun geworden und die Äpfel sind so ein bisschen aufgegangen und haben auch Bräune. Es duftet unwiderstehlich lecker und ich lasse ihn jetzt einfach nur noch eine Weile abkühlen und werde ihn dann natürlich gleich für euch lauwarm probieren. Super lecker! Ich freue mich, die Torte einmal mehr probieren zu dürfen. Wir schneiden uns ein schönes Stückchen raus zum Zeigen. Das duftet, ich kann euch sagen, wahnsinnig lecker. Und da ist unser Elsässer Apfelkuchen, einfach fantastisch. Super fluffiger Boden und ein mega leckerer Guss. Und die Äpfel werden halt so ganz weich und ein wunderbarer Kontrast wird das sein. Ich weiß ja, wie er schmeckt mit den Äpfeln und dem süßen Teig und dem Guss. Also bevor ich jetzt zu lang schwärme, werde ich für euch probieren. So, dann kann es ja losgehen. Es duftet im ganzen Haus. Ich habe mir noch etwas Tee gekocht
und Sahne geschlagen und die kommt natürlich jetzt hier oben drauf. Das muss sein. Viel Sahne natürlich. So, und jetzt wollen wir mal unseren leckeren Elsässer Apfelkuchen, unsere Elsässer Apfeltorte probieren. Geht durch wie Butter, die Äpfel sind schön gar und obendrauf so schön braun geworden, goldbraun. Natürlich mit etwas Sahne probieren, so muss das sein. Einfach traumhaft. Traumhaft. Gleich noch mal ein bisschen. Ich habe jetzt richtig Appetit nach dem Drehen. Noch mal mit etwas Sahne. Absolute Spitzenklasse. Müsst ihr probieren. Schmeckt traumhaft, süß, säuerlich, nach Äpfel, nach Herbst, nach Sommer. Ach, einfach ein Traum, dieser Kuchen. Das war meine wunderbare, leckere Elsässer Apfeltorte. Dieses Rezept müsst ihr unbedingt ausprobieren. Sie ist wirklich super, super, super lecker und fantastisch und alle Gäste werden begeistert sein. Ja, und wenn ihr sie ausprobiert, dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook und auf Instagram. Wie immer, alle Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen, zum Ausdrucken. Alles ist dort zu finden. Also einfach hier unten das kleine graue Häkchen anklicken. Da findet ihr dann alles. Nun wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und sagt euren Freundinnen und Freunden Bescheid, dass ihr den Kanal gut findet. Dann kann er weiter wachsen und ich kann auch weiter Videos für euch machen. Ich danke euch und wir sehen uns nächste Woche wieder hier um 10 Uhr, Sonntag, wie immer. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss!